Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier aus dem Hilton. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, ja, ich sage es ganz langsam, Emirates plant eine Neuauflage vom Airbus A380 als Neo-Version. Genau, also Timothy Clark hat da dem Executive Traveler in Australien warme Worte gegeben. Des Weiteren haben wir Lufthansa Miles & More Meilen kaufen mit 25 oder 15%. Maximal habe ich 25% gesehen. Wir haben weiter das Thema Swiss Senses. Da sagt ihr, was Senses? Was macht das für einen Sinn oder was für Gefühle, für Sensorik habt ihr? Allegris heißt bei Swiss Senses und soll dieses Jahr kommen. Da gibt es auch schon Vorbereitungen für die A350er, auf die wir eingehen werden. Und wir haben Iberia Plus, die haben eingeladen zu einem Gespräch, Pressetermin, und da wird es wahrscheinlich die schlechten Nachrichten geben, weil was anderes als umsatzbasiert können sie ja nicht machen. Mal gesehen, wie weit, aber besprechen wir gleich. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und School-Mitgliedschaft, um den Kanal weiter zu unterstützen. Danke dafür, dass ihr das tut, damit ihr auch frisch gepresste Ausgaben bekommt und immer am Puls der Zeit seid. Das erste Thema ist Swiss Senses. Die Swiss Senses First Class, Business Class, Premium Economy und Economy Class Kabine soll kommen. Ist natürlich auch Allegris, nur halt so ein bisschen in Rot, wenn man ehrlich ist. Und da ist es so, dass das wirklich nur der Unterschied in der Farbgebung ist. Aber man wird halt nicht die Kabine nur bei neu ausgelieferten Flugzeugen einführen, sondern man bekommt da auch einen Retrofit 350er. Lustigerweise haben die auch schon im Earlycon, glaube ich, wie das heißt, einen Simulator bekommen und da werden 50 ungefähr vorbereitet auf den 350er. Und wichtig ist auch, dass man halt bei der Swiss damit dann Spaß haben wird. Ich bin mal gespannt, ob die Farben gefallen. Heißt also, der A350-900 ist der Start von der Swiss mit der neuen Kabine, mit der neuen First Class, und die soll im Sommer 2025 sein. Die 330er, 300er kriegen ja auch einen Retrofit, soll ab Herbst 2024 so der Fall sein. Und die 330er Flotte mit den 300ern wird halt sukzessive natürlich umgebaut. Wichtig ist auch, dass dort aus Umweltschutzgründen wahrscheinlich diese 1,5 Tonnen oder was das war, eingebaut werden, auch lustig. Und damit ist es so, dass die ersten Einsätze so Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres passieren. Und die 777-300er ERs, da gibt es keine Mitteilung. Die 350er werden ab dem Start natürlich die haben und das Flugzeug wird ab Werk direkt mit den neuen Sitzen ausgeliefert. Swiss hat ja das Training mit den Crews begonnen. Insgesamt 10 350-900er von Swiss sollen die neue First und Business Class bekommen. Und sie werden dann auch wirklich 3 Suiten haben, also diese 2 echte Suiten und eine so eine, was weiß ich, so eine Einraum geteilte Wohnung. Und da ist es so, dass man halt 45 Business Class Sitze, 38 Premium Economy Sitze und 156 Economy Sitze haben wird. 242 Passagiere passen in die Bude rein damit. Und Swiss bietet damit übrigens deutlich mehr Premium-Sitze an, wem das aufgefallen ist, als die Hansens. Die 3 Hansens haben da 7 zusätzliche, also 7 weniger, die haben 7 zusätzliche Business-Class-Sitze und haben aber auch 14 zusätzliche Premium-Economy-Sitze im 350er verbaut im Vergleich zur Lufthansa. Der Schweizer hat anscheinend auch mehr Geld und will mehr Geld ausgeben bei Hansens, also der Tochter Swiss. Die Umrüstung ist ja in Vorbereitung für die 330er, haben wir ja gesagt, und damit ist die Kapazität der First Class in den 330er natürlich reduziert. Wir haben hier im Moment 8 drin, aber da kommt dann auch diese komische 2 und dann diese Mittelkabine, Suite oder auch immer rein. Weiter ist es so, dass man gucken muss, wie das läuft, weil so ein Retrofit ist halt immer wieder was Spannendes, weil es halt, wenn es die erste Maschine ist, immer Neuigkeiten gibt, die man vorher nicht auf dem Plan hatte. Deshalb so eine vage Geschichte.
Ende 25, Anfang 26. Aber was ich sagen wollte, ist also, dass die Reduzierung von 8 auf 3 ist. In der Business Class geht man von 45 auf 43 Sitze, aber dann erstmal 28 Premium Economy Sitze. Es gab keine Premium Economy vorher in den 330er, 300ern. Auch 183 Sitze in der in der Economy gibt es nicht mehr, sondern nur noch 151. Die 777-300, davon haben die ja 12 Stück, die werden wohl die letzten sein, die da eine neue Kabine bekommen. Man hat da auch für den Retrofit keine Zahlen, keine Daten, keine Fakten, kein gar nichts. Und wichtig ist auch, dass es vielleicht 6 da gibt. Also vielleicht gibt es dort 6 First-Kabinen. Das ist also auch eine interessante Geschichte. Heißt also 2 außen und dann in der Mitte so eine Doppelbumsbude hintereinander geschaltet. Wobei, ich weiß nicht, ob ich da jetzt gemein bin. Also alleine ist sie bestimmt geil, aber man hat halt kein Fenster. Ich mag Fenster. Nun gut, ich bin mal gespannt, wann es da losgeht bei der Swiss, weil das Erlebnis bei der Swiss ist natürlich immer besser als bei der Lufthansa selber, weil man der Swiss gegenüber ja auch mehr Service verlangen kann, weil die Swiss auch mehr Service liefert. Und ich bin mal gespannt, wie das wird, da es natürlich auch Kapazitätsveränderungen gibt. Und ich bin mal gespannt, wie das auch mit den Bleigewichten ist, wobei man natürlich diese Bleigewichte ganz klar, ja, entlarvt halt, dass diese CO2-Geschichte eher so ein Thema ist, was die Lufthansa macht, aus Marketinggründen, ich weiß es nicht. Oder halt die andere Geschichte ist, dass man halt natürlich Sprit sparen möchte, weil es ein Kostentreiber ist. Also da gibt es in meinen Augen nichts anderes. Aber ich bin mal gespannt, was da passiert, wie das ist, weil die 787er haben ja auch noch keine Allegris Senses Zulassung, also das ist halt so. Und ich bin etwas gespannt, was da passiert. Auch was Interessantes ist natürlich, ob man sich mit Allegris so einen Gefallen tut, weil die Resonanz ist ja nicht so prickelnd. Aber ich bin mal gespannt, was da passiert. Ihr könnt ja mal euch auch einen Film angucken, und zwar gibt es einen Werbefilm, der nennt sich Meet the Makers, ein Besuch bei Pearson Lloyd in London, der Designagentur, die halt die Allegris auch versaubeutelt hat, in der Business Class zum Beispiel. Und da sieht man dann auch, dass man dort ja, die Konzepte und so weiter sieht. Also das ist interessant. Aber ich bin mal, ich will jetzt nicht so gemein sein. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt, zu der Business Class und wie ihr diese dann aus eurer Sicht seht. Also da eure Kommentare und eure Meinung ist gefragt. Emirates, und da muss ich Timothy Clark nehmen. Er ist entweder ein Visionär oder jemand, der, wenn er Visionen hat, zum Arzt muss. Das müsst ihr selber entscheiden. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das betrachtet. Denn Sir Timothy Clark hat im Executive Traveler seine Vision für einen A380 Neo Plus, keine Ahnung, wie man das Ding nennt, breitgetreten und hat gesagt, dass man möchte, dass man trotz des Produktionsstopps in 2021 die Bude haben möchte und eine neue haben möchte, ist an Airbus herangetreten, hat ihnen auch ganz konkret gesagt, wie man Verbesserungen machen möchte an dem Flieger. Und damit ist es so, dass man, wenn man die modernisierte Version machen möchte, Airbus einen Strich gemacht hat und geguckt hat, wie viel es kostet, aber das sage ich euch am Ende. Und da man sieht dort von Emirates-Seite oder Timothy Clark 25% Einsparpotenzial, weil man das Flugzeug ja täglich betreibt und weiß, was es kann, was man damit auch verbessern könnte. Wichtig ist auch, dass man dort moderne Verbundwerkstoffe benutzen könnte, zum Beispiel an den Flügeln und Rumpf, wie man das beim 350er schon macht. Die Flügel sind ja eh so ein Problemfall, in Anführungsstrichen, weil die Flügel beim 380er sind ja eher konzipiert worden für den 380-900. Und dann sagt ihr, 380-900, was ist das? Das ist die verlängerte Version, beziehungsweise auch die Cargo-Version, die es ja mal geben sollte. Und deshalb hat man da aus Effizienzgründen einfach gesagt, okay, wir machen den Flügel. Und damit ist der 800er dann nicht das Modell gewesen, was man eigentlich als Hauptmodell gesehen hat. So ist es auch zum Beispiel bei den 737 MAX, dass die MAX Flügel für den 8er gar nicht so optimal sind, weil sie zu schwer sind. Also sie sind optimiert auf das Modell, was man meint, aus dieser Baureihe am meisten zu verkaufen. Und natürlich auch muss es den größten Flieger auch helfen, dass man da mit fliegen kann sicher.
Also insofern ist es eine zu schwere Konstruktion und da kann man halt mit Verbundwerkstoffen hingehen und man kann natürlich auch sagen, okay, wir machen das jetzt auf dieser 800er Größe und specken am Flügel ab, weil er halt diese ganzen Gewichte gar nicht braucht. Und damit braucht er dann auch nicht das Gewicht, was er hat beim Vortrieb. Weiter geht es so, dass es natürlich auch kleinere Heckflossen gibt und die kleineren Heckflossen haben dann auch weniger Gewicht. Also das heißt, man hat einfach den 380er 900 im Blick gehabt und nicht den 380er 800. Und das macht sich dann auf dem ganzen Modell halt bemerkbar. Weiter ist es so, dass man natürlich auch bei den Triebwerken spart. Und ich hatte eine lustige Geschichte mal, als ich mit Airbus gesprochen habe, die haben gesagt, beim 380er, das sind jetzt meine Worte und so hatte ich das verstanden, dass die von den Triebwerksherstellern betuppt worden sind. Weil die Triebwerkshersteller haben gesagt, nee, wir sind noch ein paar Generationen weg von neuen Triebwerken, nehmt die mal. Und dann haben sie halt diese Generation genommen und danach kam dann, ich kenne sie an den gezackten Auslässen, kamen diese Triebwerke und haben dann so viel Effizienz gebracht. Und wenn man dann halt so ein vierstrahliges Flugzeug hat, ist das natürlich für den Popo, wenn dann direkt Zweistrahler kommen, die direkt besser sind. Aber wenn man jetzt den Ultrafan, also eine Generation, die noch kommt, von Rolls-Royce zum Beispiel, dort benutzt mit diesen Außenrotern, dann ist es so, dass man natürlich da eine vielversprechende Lösung hat und man hat dadurch natürlich auch weniger Treibstoffverbrauch und Schubkraft. Aber es soll bei den 4 Triebwerken bleiben, nur so als Hinweis. Und man hat trotzdem eine Triebwerkseinsparung zwischen 20 und 25%, so hat man es ausgerechnet. Weiter ist es so, dass die Emirates natürlich ein großer Fan und Befürworter der Maschine sind, weil sie von ihrem Konzept natürlich da relativ groß absahen würden. Und jetzt kommt's. Mit den hohen Passagierkapazitäten und den luxuriösen Features, die sie ja haben wollen mit der Bar und so weiter, ist es natürlich relativ geil für die Emirates. Und die private First-Class-Suite mit Duschen, Bar auf dem Oberdeck, das ist halt einfach leider geil, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und ich habe vor über 10, ist ja mittlerweile 15 Jahre, glaube ich, her, auch bin ich ja extra nach Australien geflogen und habe dann zwischen Australien und Neuseeland geduscht. In der First Class ist mittlerweile auch, glaube ich, eingestellt worden, beziehungsweise einen Flug gibt es auch gar nicht mehr von Sydney nach Auckland. Und für Emirates ist das halt von dem Konzept her so, dass sie das toll finden. Aber jetzt hat Airbus mal ausgerechnet, was die ganze Entwicklungsbude kostet und da rechnet man von über 20 Milliarden. Heißt also, dass man, wenn man 20 Milliarden bei Airbus bekommt, dann sagen sie, okay, dann machen wir euch die Bude. Aber Emirates will natürlich jetzt nicht bezahlen. Emirates sagt, ja, wir sind ein guter Kunde, wir kaufen die Bude. Aber Airbus hat da halt das Problem, dass sie da nicht in Vorleistung gehen wollen. Ich weiß nicht, ob sie es können, wahrscheinlich können schon. Nur ist es mit Emirates dann auch nur ein Kunde. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, viele Flughäfen, Amsterdam oder wie auch immer, die wollen ja reduzieren. Das heißt also die Starts und Landungen. Und wie kann man dann weiter wachsen? Nur mit größeren Flugzeugen. Also muss man da schon etwas tun und deshalb habe ich mich gewundert, dass der 380er leider so schwer verkauft wurde am Ende. Verständlich natürlich mit den Kosten, logischerweise mit den 4 Triebwerken, aber wenn man jetzt da solche Ersparnisse bekommt, bin ich auch mal von den Rechenexempel mal interessiert, wie das ist, wenn man die Ultrafan-Triebwerke an die Zweistrahler hängt, ob dann immer noch ein 20 bis 25%iger Vorteil ist oder ob diese Lücke sich verkleinert. Ich hoffe mal, dass das jetzt kein Übersetzungsfehler oder sonst was ist, dass da diese 20-25% auf den Flieger ist, auf zweistrahlig von vierstrahlig, also die Ersparnis zu zweistrahligen Modellen im Vergleich. Ne? Der 380er bleibt vierstrahlig. Also nicht, dass ich mich da jetzt ein bisschen unglücklich ausdrücke und ihr denkt, oh Gott, da kommt ein zweistrahliger 380er. Nein, nein, es soll vierstrahlig bleiben. Und was auch wichtig ist, ist natürlich die Menge. Und da muss man halt wirklich schauen, wie sich das dann anlässt. Ja, mehr zu dem Thema natürlich, wenn neue Nachrichten kommen. Wir haben neue Nachrichten bei Miles & More. Lufthansa verkauft ja immer gerne Meilen, aber dann heißt das Ganze ja nicht Meilen verkaufen, sondern das Ganze nennt sich ja dann, ist ja diese komische Bundle-Geschichte, die sie machen. Und diese Miles & More Bundles, keine Ahnung, also wo du dann nicht nur die Meilen kaufst, sondern Priority Pass Rabatte, Avis Rabatt und so weiter und so fort und Punkte kaufst. Und da ist es so, dass in Februar personalisiert 2 Rabattstufen freigeschaltet worden sind mit 15 und mit 25% Rabatt.
Und das gilt natürlich nicht für alle. Da bin ich mal gespannt, wie das geht. Also zwischen dem 1. Februar und dem 28. Februar können die Mitglieder Bundle kaufen und 25% Bonus bekommen oder halt 15%. Dieses exklusive Promotion-Angebot ist nur für targeted, also das heißt für Kunden, die ausgewählt sind, verfügbar. Und ihr wisst ja, dass das ein Weg ist und ihr könnt ja dieses Limited Time Offer, wenn ihr euch einloggt, bei Lufthansa Miles & More mal angucken und ob es sich lohnt für euch persönlich 1.750 für die 125.000 anstatt 100.000 Meilen zu kaufen, plus den anderen Quatsch. Das ist das größte Paket. Und das kleinste Paket ist halt 90 € XS mit 25% Bonus. Sind dann 1.250, das war Avis, sind 3.000. Dafür gibt es dann 3.750 Meilen. Ich bin mal gespannt, für wen das ist. Wichtig ist auch, dass ihr natürlich dort nur 250.000 Meilen pro Jahr kaufen könnt bei Miles & Go. Heißt das Miles & Go? Ich glaube Miles & Go, ne? Miles & Bundle. Das machen könnt, aber Bundle & Go, so war es doch richtig. Bei Bundle & Go für den einen oder anderen ist es durchaus interessant. Und wir haben Iberia Plus im Angebot. Iberia Plus ist ja ein Programm, was der eine oder andere mag, weil man da ja noch mit Segmenten den Status günstig erfliegen konnte. Und es gibt ja auch Kollegen, die ja da sich den Status erflogen haben mit innerspanischen Flügen, konnte man ja auch machen und dann irgendwelche Inselhüpfer und so weiter mit Painful Safe Experiment, wie ich das immer nenne. Und da gibt es jetzt Neuigkeiten von Iberia, die wollen am 12. Februar, was nächste Woche ist, auf einer Pressekonferenz Neuigkeiten zu ihrem Iberia Plus Programm sagen. Aber da es ja auch eine Tochter von IAG ist, also damit eine Schwester der British Airways, wäre es wohl vermessen zu glauben, dass man da jetzt nicht unbedingt was hat, was umsatzbasiert ist. Zumal es ja bei Iberia schon irgendwie auch gleich geht. Und ich bin mal gespannt, was da halt wirklich ist. Ob Qatar Airways mit ihren 25,2% eventuell dann auch irgendwann mal sagt, wir machen auch umsatzbasiert. Aber ich bin mal gespannt, also ich bin immer gespannt, ne? Wer in Madrid am Februar, am 12. da die Einladung bekommen hat, um diese Sachen zu diskutieren, kann halt wirklich gucken. Und wenn ihr euch mal anguckt, wenn ihr diese Level Requirements seht, ist es ja so, dass diese natürlich schon irgendwie dann nur umsatzbasiert sein können, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen. Aber wenn sie es machen, heißt das auch heißen, dass die Leute dann keinen Bock mehr haben auf Iberia und vielleicht woanders sammeln und dann auch das machen, was gestern bei British Airways der Grund war, warum man ja lieblos zurückgerudert ist und da, ja, also eher da, ja, Folklore, was da abgegangen ist. Also das ist eher Verarschung, ne? Also das hat nicht, ich habe auf den Kunden gehört, auf allgemeinen Kundenwunsch oder so ein Quatsch. Sondern die wollen das Ding durchziehen. Aber man kann ja natürlich bei Iberia natürlich schon cash-based die Avios bekommen und bekommt sie halt auch auf Flügen mit Iberia, auf British Airways, auf American natürlich. Also insofern würde es mich wundern, wenn es da was anderes gäbe als bei den Freunden von BA. Und was kann man sagen? Ich bin mal, also ich kann halt wirklich nur sagen, ich bin mal gespannt, wie sehr die da anfangen mit ihren ganzen Geschisse da das umsatzbasiert zu machen und die nächsten da folgen, weil es ist halt ein Vielzahlerprogramm, am Ende nicht mehr ein Vielfliegerprogramm, war ja bei Lufthansa auch ein Vielzahlerprogramm eher. Und jetzt ist es ein Vielfliegerprogramm und wenn ihr bei Iberia gesammelt habt, dann war das wohl ein Griff ins Klo. Ne? Ja, damit bin ich durch mit der heutigen Sendung. Nein, bin ich nicht. Und zwar, wir haben ja noch die Fragen des Tages und da habt ihr richtig gehört. Ich habe es nicht gesagt, ich habe es vergessen. Deshalb die Frage des Tages natürlich zu den Airbus A380er, weil das ist das Thema, was mich persönlich am meisten heute interessiert hat. Muss man ehrlicherweise sagen, sind die Pläne von Timothy Clark bekloppt
den A380 wieder als A380 Neo Plus oder whatever, how you call it, zu reaktivieren? Oder ist das etwas, was durchaus Sinn macht? Und die andere Sache ist natürlich, die auch von euch beantwortet werden soll, vermisst ihr den A380? Wie ist der 380er? Seht ihr eine Zukunft im 380er? Oder ist das nur ein Wunschvater des Gedanken? Weil man ja von Tim permanent immer nur hört, oh, die Flieger sind alle zu klein, wir brauchen größere Flieger. Und sie haben ja auch jetzt ihren ersten 350er bekommen bei Emirates. Aber sie wollen halt wieder 380er haben. Man hat ja auch Programme in place, wie das so schön heißt, um die 380er lange in der Luft zu halten. Die werden ja auch quasi dort gehegt und gepflegt. Obwohl man ja eigentlich sagt, dass sie nicht funktionieren. Emirates sagt, bei denen funktioniert es. Jetzt seid ihr dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und natürlich aufs Cool zu folgen, in die Gruppe reinzukommen, Vielflieger Stammtisch. Und ich freue mich auf euch dort und ich bin jetzt einfach mal wieder raus. Bis dann. Ciao.